Willkommen zu einer Einführung in die Umkehrung des bisherigen Lernens. Das traditionelle Unterrichtsmodell, das sich auf Vorlesungen und passives Lernen stützt, wird von einem neuen Ansatz herausgefordert, dem Flipped Classroom. Dieses innovative Modell kehrt das Drehbuch um, indem es den direkten Unterricht aus dem Klassenzimmer in Online-Lektionen verlagert und die Zeit im Klassenzimmer in eine dynamische Lernumgebung verwandelt. Die Lernenden kommen so vorbereitet in den Unterricht und haben sich das Grundwissen bereits durch aufgezeichnete Vorlesungen oder interaktive Online-Module angeeignet. Die Zeit im realen Klassenzimmer kann dann für aktives Lernen, Problemlösen und gemeinschaftliche Aktivitäten genutzt werden. Flipped Classroom gewinnt in Bildungseinrichtungen weltweit an Bedeutung. Seine Beliebtheit beruht auf seinem Potenzial, das Engagement der Lernenden zu erhöhen, ein tieferes Verständnis zu fördern und zu verschiedenen Lernstilen zu passen. Indem der Schwerpunkt vom passiven Zuhören auf die aktive Teilnahme verlagert wird, befähigt Flipped Classroom die Teilnehmenden, ihr Lernen selbst in die Hand zu nehmen. Es bietet eine flexible und personalisierte Lernerfahrung, von der die Lernenden profitieren können. Das Modell des Flipped Classroom ist nicht nur ein technologischer, sondern auch ein pädagogischer Wandel. Es verlangt von den Lehrkräften, ihre Rolle zu überdenken und von der Rolle des Alleswissenden auf der Bühne in die Rolle des Anleiters an deiner Seite zu wechseln. Dieser Wandel ermöglicht es den Lehrenden, tiefere Lernerfahrungen zu ermöglichen, individuelle Unterstützung anzubieten und eine attraktivere und effektivere Lernumgebung zu schaffen. Gehen wir der Frage nach, wie effektiv der Flipped Classroom ist. Die Leistungsfähigkeit von Flipped Classroom liegt darin, dass er einige Haupteinschränkungen der traditionellen Unterrichtsmethoden überwindet. Vorlesungen sind eher passivierend und ineffizient, wenn es darum geht, unterschiedliche Lernstile zu berücksichtigen. Die Lernenden haben oft Schwierigkeiten, die im Einheitsformat vermittelten Informationen aufzunehmen und zu behalten. Im Gegensatz dazu können die Lernenden beim Flipped Classroom in ihrem eigenen Tempo lernen, Konzepte bei Bedarf wiederholen und sich mit dem Stoff auf eine Weise beschäftigen, die ihren Lernvorlieben entspricht. Darüber hinaus bietet der Flipped Classroom wertvolle Unterrichtszeit für aktive Lernaktivitäten wie Gruppenprojekte, Diskussionen und praktische Übungen. Diese Aktivitäten fördern ein tieferes Verständnis, kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeiten. Durch die aktive Anwendung von Wissen verinnerlichen die Lernenden Konzepte eher und entwickeln ein tieferes Verständnis für den Lernstoff. Dieser aktive Lernansatz fördert auch die Zusammenarbeit und Kommunikationsfähigkeiten und bereitet die Lernenden auf den Erfolg am Arbeitsplatz im 21. Jahrhundert vor. Darüber hinaus bietet Flipped Classroom die Möglichkeit für personalisiertes Lernen. Die Lehrkräfte können ihren Unterricht auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmenden abstimmen. Sie können Lernende gezielt unterstützen und gleichzeitig Fortgeschrittene mit komplexeren Aufgaben herausfordern. Dieser personalisierte Ansatz stellt sicher, dass alle angemessen gefordert und gefördert werden und ihr Lernpotenzial maximiert wird. Lassen Sie uns nun einen Blick auf einige Erfolgsgeschichten von Flipped Classroom in der Praxis werfen. Dort sehen wir die transformative Wirkung von Flipped Classroom in verschiedenen Bildungsstufen und Fächern. An der Clintondale High School in Michigan, einer der ersten Schulen, die das umgedrehte Lernen schulweit eingeführt hat, haben sich die Mathematiknoten nach der Umstellung dieses Unterrichts
deutlich verbessert. Die Teilnehmenden berichteten, dass sie sich beim Lernen engagierter und selbstbewusster fühlen. Das Flipped-Modell ermöglichte es den Lehrkräften, sich mehr Zeit für die individuellen Bedürfnisse der Lernenden zu nehmen, was zu einem unterstützenden und effektiven Lernumfeld führt. Professor Brian Stolz vom Harvey Mudd College, einer renommierten MINT-Einrichtung, hat seinen Kurs in organischer Chemie, einem bekanntermaßen schwierigen Fach, ebenfalls umgestellt. Die Lernenden reagierten positiv auf das geflippte Format und berichten, dass sie sich stärker engagieren, tiefer verstehen können und bessere Prüfungsergebnisse erzielen. Professor Stolz beobachtete, dass das geflippte Klassenzimmer ein kooperatives Lernumfeld fördert, in dem die Lernenden einander aktiv dabei helfen, komplexe Konzepte zu verstehen. Diese Beispiele veranschaulichen die Anpassungsfähigkeit und Effektivität des Flipped Classroom in verschiedenen Bildungskontexten. Von der Verbesserung der schulischen Leistungen bis hin zur Förderung des Engagements der Lernenden hat das Flipped Classroom-Modell das Potenzial, die Lernerfahrung zu verändern. Es befähigt die Teilnehmenden dazu, ihr Lernen selbst in die Hand zu nehmen und gibt den Lehrenden die Mittel an die Hand, den Unterricht individuell zu gestalten. Dadurch wird das Flipped Classroom-Modell die Zukunft der Bildung prägen. Wer profitiert denn vom Umdrehen? Das Flipped Classroom-Modell kann für bestimmte Lerntypen besonders vorteilhaft sein. Lernende, die sich in aktiven Lernumgebungen wohlfühlen, gerne mit Gleichaltrigen zusammenarbeiten und die Flexibilität schätzen, in ihrem eigenen Tempo zu lernen, sind mit Flipped Classroom besonders gut aufgehoben. Sie schätzen die Möglichkeit, sich intensiver mit dem Stoff zu beschäftigen, Fragen zu stellen und ihr Wissen praktisch anzuwenden. Das umgedrehte Modell kommt ihrer Vorliebe für praxisnahes Lernen entgegen und ermöglicht es ihnen, Verantwortung für ihren Bildungsweg zu übernehmen. Auch wer aufgrund von Lernschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsproblemen oder Sprachbarrieren Schwierigkeiten mit traditionellem Unterricht hat, kann vom Flipped Classroom profitieren. Durch die Möglichkeit, aufgezeichnete Vorlesungen anzuhalten, zurückzuspulen und erneut anzuhören, können Sie in Ihrem eigenen Tempo lernen und sicherstellen, dass Sie den Stoff verstanden haben. Der Flipped Classroom bietet eine unterstützende und integrative Lernumgebung, in der die Teilnehmenden ohne Angst vor Verurteilung um Klärung und Unterstützung bitten können. Das Modell des Flipped Classroom ist jedoch nicht für alle Lernenden ideal. Wer eine stark strukturierte Lernumgebung benötigt oder auf direkte Anweisungen von Lehrenden angewiesen ist, könnte den Flipped Classroom-Ansatz als schwierig erleben. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Flipped Classroom keine Einheitslösung ist und er an die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Lernenden angepasst werden sollte. Herausforderungen des Flipped Classroom, mögliche Hindernisse beseitigen. Trotz der nachgewiesenen Vorteile erfordert eine erfolgreiche Umsetzung eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung möglicher Schwierigkeiten. Eine häufige Sorge ist, dass die Lernenden für ihre vorbereitende Arbeit vor dem Unterricht verantwortlich sind. Ohne die traditionelle Struktur der Vorlesung im Klassenzimmer könnten einige Teilnehmende Schwierigkeiten haben, den ihnen zugewiesenen Stoff vor dem Unterricht zu vervollständigen. Das könnte sie daran hindern, sich in vollem Umfang an den Lernaktivitäten zu beteiligen.
Um dem entgegenzuwirken, können die Lehrkräfte verschiedene Strategien einsetzen, wie zum Beispiel Online-Tests, kurze Zusammenfassungen oder interaktive Übungen, um sicherzustellen, dass sich die Lernenden vor dem Unterricht mit den Inhalten beschäftigen. Eine weitere Herausforderung ist die Überwindung der digitalen Kluft. Flipped Classroom ist technologiebasiert, was für Lernende, die keinen Zugang zu zuverlässigem Internet oder digitalen Geräten haben, ein Hindernis darstellen kann. Bildungseinrichtungen müssen dieses Problem angehen, indem sie Zugang zur Technik ermöglichen, zum Beispiel durch Leihgeräte oder Computerräume auf dem Campus, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmenden in vollem Umfang an der umgedrehten Lernumgebung teilnehmen können. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich bestehende Ungleichheiten verschärfen und die Vorteile des umgedrehten Lernens für alle Lernenden eingeschränkt werden. Die Umstellung des Unterrichts erfordert ein Umdenken sowohl bei den Lehrkräften als auch bei den Lernenden. Die Lehrkräfte müssen nicht mehr die Hauptinformationsquelle sein, sondern sollten das Lernen erleichtern, indem sie die Lernenden durch die Aktivitäten leiten und individuelle Unterstützung anbieten. Die Lernenden wiederum müssen sich auf einen aktiveren und selbstgesteuerten Lernansatz einstellen, indem sie Verantwortung für ihr Lernen übernehmen und sich aktiv am Unterricht beteiligen. All das erfordert klare Kommunikation, Unterstützung und die Bereitschaft, sich auf neue pädagogische Ansätze einzulassen.